Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Nachdem die Hochelfen und die italienische Armee vorgestellt wurden, geht es heute mit der Landsknechtsarmee der Reihe Warhammer und Geschichte weiter. Das Imperium ist an sich die Armee aus Warhammer, mit der man eine reale historische Armee darstellen konnte, jedenfalls früher. Entsprechend habe ich mich dazu entschlossen, die Armee nicht in den Uniformen von Kurfürstentümern darzustellen, sondern sie so anzumalen, wie eine Landsknechtsarmee ausgesehen hätte. Die Soldaten der alten Staatstruppen, und damit meine ich 6. Edition abwärts, können bis auf Ausnahmen ohne Probleme als Landsknechte durchgehen. Die gesamte Imperiumsarmee stammt übrigens vom gleichen Freund, von dem ich auch die Hochelfen bekommen habe. Beim Aufbau dieser Truppe hatte ich in erster Linie Warlords of Erebon im Kopf, aber je mehr ich mich mit Hochelfen, Bretonen und dann natürlich dem Imperium beschäftigt habe, kam dieses alte Warhammer-Gefühl wieder auf. Vor kurzem habe ich den Hüter der alten Welt besucht und der sagte im Zusammenhang mit The Old World so schön: Es ist dann ein Gefühl wie nach Hause kommen. Und genauso fühlt es sich gerade an, wieder diese ganzen alten Modelle anzumalen. Den Anfang der Reihe hat diese 10-köpfige Truppe Hellebardiere gemacht. Der Freund, dem die Armee gehörte, sagte dazu, als er sie zum ersten Mal sah: Meine schönen Imperiumssoldaten, jetzt sehen sie aus wie die Clowns. Und ganz Unrecht hat er damit ja auch nicht. Landsknechte sind nun mal bunt gekleidet, weil sie damit ihre Verwegenheit ausdrücken wollten. Sie brachen außerdem damit mit ständischen Regeln, was soweit führte, dass der Reichstag zu Augsburg 1503 auf Betreiben Kaiser Maximilians I. ihnen das Recht verlieh, sich nach eigenem Gutdünken zu kleiden. Für Warhammer wäre diese Einheit mit 10 Mann nicht besonders groß, aber als ich die aufgestellt habe, hatte ich ja auch Warlords of Erebon in erster Linie im Kopf und eine Armee für Warhammer war so gar nicht richtig geplant. Sei es wie es sei, als Abteilung ist die Truppe genau richtig und momentan arbeite ich an einem Regiment Pikeniere, das 26 Modelle umfasst. Da passen die Hellebardiere natürlich bestens dazu, vor allem weil ja im Gegensatz zu Warhammer nicht die Hellebardiere oder Schwertkämpfer das Gros der Truppen gebildet haben, sondern eben die Pikeniere. Denn die neuen Rekruten, die keine Ausrüstung oder Waffen als Landsknechte mitbringen konnten, bekamen eine Pike und mussten ihr Handwerk von der Pike auf lernen. Weiter geht es mit Musketenschützen. 10 Modelle sind auch hier wieder eher als Abteilung für ein größeres Regiment geeignet, könnten aber im Fall von Fernkämpfern auch als unabhängige Einheit agieren. Schließlich sollen sie ja nicht in den Nahkampf gehen und wenn die Einheit auffächert, sind es immerhin 10 Schuss, die sie abgeben können. Trotzdem werden sie bei Warhammer eine Abteilung bilden und nur bei Warlords of Erebon werden sie eigenständig agieren. Allerdings habe ich auch selber noch eine Imperiumsarmee und auch in der gibt es ein großes Regiment Musketenschützen, das mittlerweile auch lautstark nach neuer Farbe verlangt. Also werden sich in Zukunft weitere Modelle dieser Truppe anschließen und vielleicht wird dann aus der Abteilung auch wieder ein eigenständiges Regiment. Aber das wird Zeit brauchen. Vor allem, weil jedes Modell individuell ist. Wären es imperiale Soldaten, dann wären sie schön uniform in den Farben des Kurfürstentums oder des Adligen oder der Stadt, der sie dienen. Aber hier sind es ja nun Söldner oder im Fall vom historischen Landsknechte und die kommen aus dem Imperium bzw. aus dem gesamten Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Je nachdem, wofür sie eingesetzt werden. Jetzt kommen wir zu einer Einheit, von der ich am Anfang gar nicht gewusst habe, wie und ob ich sie überhaupt einsetzen kann, nämlich zu den Schwertkämpfern. Zuerst hatte ich überlegt, ob ich sie zu Hellebardieren umbaue. Und dann bin ich auf der Suche nach Informationen zu Landsknechten und deren Taktiken über die Rondagiere gestolpert. So kamen die Schwertkämpfer mit anderen Schilden als genau das zurück in die Armee. Ob es unter den deutschen Landsknechten Rondagiere gab, habe ich bis heute leider nicht herausgefunden, tut aber im Zusammenhang mit Warhammer in diesem Fall nichts zur Sache. Fakt ist, ich habe die Modelle und jetzt gehören sie eben zu der Söldnerarmee für das Imperium dazu. Sollte ich die Modelle für historisches Tabletop benutzen, nehme ich sie raus oder frage meinen Gegner, ob sie ihn stört, wenn ich sie benutze. Schwertkämpfer sind immer etwas schwierig einzusetzen, finde ich, gerade bei Warhammer. Als Abteilung können sie gut unterstützen, sind aber an sich nicht so kampfstark. Sie haben zwar ein höheres Kampfgeschick als andere Staatstruppen, allerdings haben sie auch nur eine Stärke von 3. Trotzdem sind Schwertkämpfer für mich einfach ein Teil einer Imperiumsarmee und gehören dazu, genauso wie Großkanonen und Salvengeschütze. Pferde waren über Jahrhunderte hinweg ein wichtiger Bestandteil von Armeen, sei es als Zug- oder Reittiere. Bis ins 20. Jahrhundert hinein gab es bespannte und berittene Einheiten in allen Armeen. Eine Armee der frühen Neuzeit, in die man das Imperium ja verorten kann, kommt natürlich auch nicht ohne Kavallerie aus. Es gab zwar immer noch Ritter im 16. Jahrhundert, aber ihre Bedeutung als Schlachtenkavallerie war nur noch gering, bis sie gänzlich von anderen Kavalleristen abgelöst wurden, den Kürassieren. Die Pistoliere des Imperiums sind von Aussehen und Ausrüstung her Kürassiere, mit dem Unterschied, dass sie bei Warhammer keine schwere Reiterei darstellen, sondern leichte.
Ein Gegensatz, der ja eigentlich nicht größer sein könnte. Aber es gibt ja auch noch die imperialen Ritterorden, die brauchen schließlich auch ihre Aufgabe. Die Einheit hat mit 5 Mann eine brauchbare Größe, um den Feind an den Flanken ein paar Verluste zuzufügen und ihn gegebenenfalls zu verlangsamen. Deswegen soll die Einheit noch etwas größer werden. Leider bekommt man die alten Zinn-Modelle nicht mehr und die aus Kunststoff sind leider gar nicht mein Fall. Das liegt vor allem daran, dass sie größere Pferde haben als die Imperiumsritter, deren Pferde immer wieder als die größten der Welt beschrieben werden. Die Pferde der Ritter, die es ja mittlerweile nicht mehr gibt, waren noch aus den 80ern, soweit ich weiß. Die Modelle wurden bis zur Einstellung von Warhammer nicht überarbeitet und das Ende vom Lied war, dass die tapferen imperialen Ritter, die ja auf ach so großen Pferden reiten, eigentlich auf Ponys in die Schlacht gezogen sind, im Vergleich zur leichten Kavallerie-Pistoliere, deren Pferde riesig waren. Außerdem weiß jedes Kind, dass bretonische Schlachtrösser die größten Pferde der Welt sind, nur um das mal klarzustellen. Aber um auf die Vergrößerung der Einheit zurückzukommen, vor einiger Zeit habe ich passende Druckdaten gefunden für Pistolenschützen aus der frühen Neuzeit, sprich Kürassiere. Die sind auch schon gedruckt und warten auf Farbe. Kommen wir zur Artillerie. Die besteht aus 2 Großkanonen und einer Salvenkanone. Die Salvenkanone stammt aus der 5. Edition und ist eigentlich nicht als Teil dieser Armee bemalt worden, gehört aber in die gleiche Sammlung. Sie war eines der ersten Modelle, das ich in einem Video neu bemalt habe. Salvengeschütze gab es bereits im 100-jährigen Krieg, wenn auch mit einem um einiges kleineren Kaliber als dem hier dargestellten. Die Großkanonen sind wie Mörser die Arbeitspferde des imperialen Artillerieparks. Sie haben zwar nicht die Zerstörungskraft der Salvengeschütze, dafür aber eine größere Reichweite. Außerdem muss man nur einen Artilleriewürfel werfen und nicht 3, was die Chance auf Fehlfunktionen und damit auf die Explosion der Kanone wesentlich verringert. Für mich waren die Salvenkanonen immer ein experimentelles Geschütz, während Großkanonen und Mörser eine bewährte, wenn auch gefährliche Technik darstellten, die man nach entsprechender Ausbildung auch von einfachen Soldaten bedienen lassen konnte. Zu den Salvenkanonen gehörten dann für mich immer Technikusse, die das Ganze überwachten. Schließlich wollen die ja sehen, was ihre Erfindung für eine Zerstörungskraft anrichten kann. Oder ob sie überhaupt funktioniert. Damit sind wir wieder am Ende des Videos angekommen und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Welche Einheit würdet ihr denn noch in die Armee einbauen? Schreibt mir das doch bitte mal in die Kommentare und falls ich was Passendes habe, werde ich das noch in die Armee aufnehmen. Bevor ihr jetzt aber die Bihandkämpfer vorschlagt, die sind bereits im Entfärbungsbad. Ansonsten lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video oder läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.